Abjedu, der Friedhof unserer Vorfahren, hat sich im Laufe der Jahre zu einer großen Nekropole heiliger Grabstätten entwickelt. Nun möchten die meisten Adligen hier ihre letzte Ruhe finden. Zu ihren Ehren hat der neue Pharao, Chasechemui aus der 2. Dynastie, den Bau 3 heiliger Mastabas für die hiesigen Edelleute angeordnet. Eine Mastaba soll größer sein als die beiden anderen. Darüber hinaus hat der Pharao den Aufbau einer mächtigen Seestreitmacht mit Basis in Perchebit angeordnet. Abjedu muss ebenfalls eine bescheidene Flotte an Kriegsschiffen unterhalten, um die absolute Sicherheit unserer Küsten zu gewährleisten. Das wird keine leichte Aufgabe sein, denn es mangelt uns an Holz, da unser Klima nur einen geringen Waldbestand gestattet. Doch wir können, wenn auch zu einem hohen Preis, Zedernholz von Byblos aus dem Libanon, einem Land im Nordosten, importieren. Zum Glück können wir diese Kosten durch Papyrusexporte wieder etwas ausgleichen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Abjedu, das Meer und die Macht. Nun sollen wir im Auftrag des Pharaos die heilige Nekropole Abjedu um 3 Mastabas erweitern. Dabei soll unsere Stadt eine Bevölkerung von 2500 Einwohnern erreichen. Eine Wohlstandswertung von 25, eine Königreichwertung von 60, eine Kulturwertung von 25 und eine Monumentwertung von 17 sind dabei zu erreichen. Neben dem Bau der Mastabas müssen wir auch eine kleine bescheidene Kriegsflotte aufbauen, um die absolute Sicherheit unserer Küsten zu gewährleisten. Wie schon in Perhabit müssen wir die Versorgung des Holzes für unsere Kriegsflotte durch teure Importe sicherstellen. Kosten dafür werden wir mit Exporten von Papyrus und anderen Gütern ausgleichen. Also einige Parallelen zu unserer Kampagne Perhabit und wir schauen uns jetzt mal die Karte an. Ja, wie bei unserer Kampagne Perhabit werden wir direkt über die Möglichkeiten zu Wasser informiert. Also Wasserhandelswege errichten und Fischfang auf dem Nil betreiben. Mehr Informationen dafür findet ihr in meinen Tutorien Nahrung sowie Produktion und Handel für Pharao. Ein weiteres Thema ist hier nochmal der Schiffsbau. Wir haben nun die Werft, in denen Kriegs- und Transportschiffe sowie Fischerboote gebaut werden. Für Fischerboote benötigen wir kein Material, allerdings für unsere Kriegs- und Transportschiffe benötigen wir, wie schon erwähnt, Holz. Jedes Boot braucht einen entsprechenden Heimathafen, sonst bauen unsere Schiffsbauer keine Boote. Ja, und alle maritimen Bauwerke benötigen hier diese langgezogenen Uferlinien, um errichtet zu werden. Unsere Boote können nur den Nil und die Küstengewässer befahren. Kleinere Kanäle oder Binnengewässer können nicht befahren werden. Ja, und wir können in dieser Kampagne erstmalig Ziegel herstellen. Schauen wir uns im Pausenmodus einmal die Karte an. Wir haben jetzt hier den Nil, wir haben größere landwirtschaftliche Nutzflächen. Hier haben wir, glaube ich, ein großes Schilfvorkommen. Hier auf der anderen Seite auch nochmal ein kleineres. Hier so kleine Felsformationen und im weiteren Verlauf haben wir nochmal eine kleine landwirtschaftliche Fläche. Hier auf der anderen Seite ist auch nochmal genügend Platz, um unsere Stadt zu errichten. Ja, schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Gerste und Flachs, das heißt, wir können keine Nahrungsmittel im fruchtbaren Nilschlamm produzieren. Dafür können wir Fischfang betreiben. An Rohmaterialien haben wir nur Schilf. Ja, und produzieren können wir Geschirr, Bier, Leinen und Papyrus sowie Ziegel. Und im Baumenü der gewerblichen Gebäude haben wir auch die Werft. Unter den Gebäuden für Gesundheit und Hygiene haben wir nun die Zahnarztpraxis. Das heißt, wir können unsere Wohngebäude auch entsprechend weiterentwickeln. Die Zahnarztpraxis brauchen wir auch, um die Kulturwertung auf 25 zu bringen. Ohne diese blieb sie, wie bei den bisherigen Kampagnen, immer bei 15.
Unter den militärischen Einrichtungen finden wir jetzt neben den Gebäuden für das Rekrutieren unserer Soldaten auch eine Akademie. Die Akademie benötigen wir, um unsere Soldaten noch zusätzlich auszubilden, sodass sie stärkere Moral und Kampfkraft haben. Und wir haben für den Bau unserer Kriegsflotte den Kriegshafen sowie den Transporthafen, den wir benötigen, um Truppen über den Nil zu transportieren. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Unsere Stadt ist hier und wir haben im Süden Perbit. Perbit verkauft uns jede Menge Ton, Fisch, Geschirr, Bier, Schilf, Papyrus und Granit in größeren Mengen. Kauft bei uns jede Menge Leinen, Ziegel, Edelsteine, Luxuswaren und Holz in größeren Mengen. Unser nächster Handelspartner ist Nup. Nup verkauft nur, und zwar jede Menge Stroh, Ton und Ziegel und größere Mengen Wild. Im Norden haben wir Mennefer. Mennefer verkauft uns größere Mengen Kichererbsen, Geschirr und Papyrus und kauft bei uns größere Mengen Salat, Ziegel, Gerste, Bier und Luxuswaren. Im Nildelta haben wir Pervadjut und Pervadjut verkauft auch nur jede Menge Stroh, Ton und Ziegel, Feigen, Geschirr und Schilf in größeren Mengen. Im Sinai haben wir Timna. Timna verkauft uns jede Menge Ton, Waffen, Geschirr und Kupfer in größeren Mengen. Kauft bei uns größere Mengen Fisch, Bier, Leinen und Papyrus. Und hoch oben im Norden haben wir Byblos. Byblos verkauft uns größere Mengen Luxuswaren, Holz und Kupfer und kauft bei uns größere Mengen Edelsteine und Luxuswaren. Unsere Hauptexporte werden Papyrus, Bier und vor allem Leinen sein, den wir wirklich in großen Mengen verkaufen können. Zusätzlich noch Fisch, wenn wir eine entsprechende Überproduktion haben. Was ist nun der Plan? Die Karte selber birgt einige Gemeinheiten. Um das Schilfvorkommen zu erreichen, müssen wir von dieser Seite hier rüber, weil wir von der anderen Landseite hier nicht rüberkommen, weil wir hier einen Graben haben, der nicht überquert werden kann. Das heißt also, wir werden mit der Besiedlung hier beginnen, auf dieser Seite. Und zwar hier. Der Bauplatz hier ist relativ begrenzt durch diese Steinformationen. Das heißt, wir werden hier anfangen, werden aber auch dann später, weil wir nicht so viel Platz haben, auf diese Seite übersiedeln und dann hier ebenfalls ein Stadtgebiet aufbauen. Unsere Masterbars werden wir hier entsprechend errichten. Ja, und natürlich müssen wir hier an den Küstengebieten unseren Fischfang betreiben. Das ist auch noch eine kleine Gemeinheit. Wir können hier halt die Fischereihäfen errichten. Und hier unten, da haben wir die Fischgründe. Das heißt, dass unsere Fischerboote immer hier zu den Fischgründen fahren müssen und dann hier wieder zurückzukommen, um den Fisch zu entladen. Was heißt, die Versorgung der Stadt mit Fisch benötigt einige Zeit. Ja, und wir haben nur eine Gottheit, die wir huldigen müssen, das ist Osiris. Ja, und wir brauchen keine Grabbeigaben zu liefern. Ja, und bei den Monumenten, wie schon erwähnt, müssen wir eine mittlere Masterbar errichten und 2 kleine. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Bau unserer Stadt Abyedu und die Erweiterung der Nekropole. Wir haben jetzt unser erstes Wohngebiet hier zwischen den Gesteinsformationen und der Uferlinie jetzt eingepasst. Es ist wirklich recht eng hier, aber ich denke mir mal, so funktioniert es. Ich möchte das gesamte Stadtgebiet direkt parzellieren und deswegen werde ich jetzt als erstes schon unsere Unterhaltungseinrichtungen bauen. Nämlich den Pavillon und den Musikpavillon. So, dann können wir direkt die Sperren setzen.
und dann kann ich jetzt das gesamte Wohngebiet hier parzellieren. Wir errichten eine Zisterne, Feuerwache, Architekturbüro und Polizeiposten sowie eine Apotheke. In gewohnter Weise setzen wir die Prioritäten bei unserem Arbeitsberater. Zahlen etwas mehr an Löhnen und setzen die Steuern runter. Ja, und wir warten auf die ersten Siedler, die unsere Stadt erreichen. Ja, und dann errichten wir auch direkt die Arbeitslager. Das werde ich aber hier noch ein bisschen verändern. Ich baue hier direkt schon Verschönerungen. Und zwar hier. So, und dann kommen hier schon direkt die Warenlager hin. Dann habe ich schon alles vorkonstruiert. Dann geht die Straße hier raus. Hier bauen wir die gleiche Verschönerung. So, und dann können wir hier das erste Arbeitslager errichten. Das kommt dann hier hin. Und dann bauen wir 3 Gerstenfarmen und 3 Flachsfarmen. Das passt hier genau hin. Dann ist der Bereich hier des fruchtbaren Nilschlamms auch schon komplett ausgefüllt. Ja, und dann müssen wir natürlich hier überall die Sperren errichten. Ja, und ich werde hier direkt nochmal 2 Warenlager bauen. Und die werden wie folgt eingestellt. Dieses Warenlager soll komplett nur Gerste annehmen. Dieses hier komplett nur Flachs. Dieses Warenlager nimmt Leinen und Bier auf, und zwar immer zur Hälfte. Und dieses Warenlager wird später komplett Papyrus aufnehmen. Ja, dann können hier jetzt unsere ganzen Exporte und Rohstoffe gelagert werden. Natürlich müssen wir das noch sichern. Feuerwache und einem Architekturbüro. Ja, dann sollten wir auch mit unserem Fischfang beginnen. Dafür brauchen wir die Werft. Die kommt hier hin. Dann errichten wir hier auch direkt natürlich eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Und das Silo errichten wir hier. Ja, haben doch schon mal einen sehr guten Grundaufbau für unsere Stadt. Ja, und wir haben auch genügend Arbeitslose. Dann können wir jetzt hier die Fischereihäfen errichten. Ja, und in unserer Werft wird schon kräftig gearbeitet für unsere Fischerboote. Bauen wir noch einen Tempel für Osiris. Ja, und wir haben schon 500 Einwohner in unserer Stadt. So, ich werde auch schon direkt zu Anfang mit unseren Masterbars beginnen. Die sollen ja hier errichtet werden, weil in der Zeit, wo unsere Mitarbeiter im Arbeitslager eben nicht auf den Feldern arbeiten, können sie hier schon den Baugrund vorbereiten. Dann würde ich sagen, setzen wir doch hier schon mal die mittlere Masterbar hin. So, und dann kann hier schon entsprechend gearbeitet werden. Ja, wir sehen jetzt hier unser Fischerboot, was sich jetzt auf den Weg macht zu den Fischgründen. Und wie wir sehen, das ist schon ein weiter Weg. Ja, und wir kriegen eine durchschnittliche Überschwemmung. Naja gut, wir werden gleich auch mal ein Fest feiern, wenn wir den Festplatz errichtet haben. Ja, und dann musste ich jetzt hier auf den langen Weg machen, um hier auf diesem Fischgrund zu fahren.
Und das dauert natürlich eine Zeit lang, bis dann Lebensmittel im Silo sind. So, wir sollten aber jetzt mit dem Geld, was wir noch haben, unsere Papyrusproduktion ans Laufen bringen. Unsere Papyrusproduktion werden wir hier errichten, weil wir haben hier einmal ein Vorkommen und hier natürlich das große Vorkommen. Da werde ich jetzt erstmal ein Fährhafen schon mal bauen. So, und dann werden wir den schon mal hier mit der Straße verbinden. Und ich werde jetzt hier eine kleine Siedlung bauen, damit wir hier die ganzen Papyrus-Werkstätten und Schilfsammelstellen errichten können und dass die auch entsprechend Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das baue ich jetzt hier so dazwischen. So, das ist unsere kleine Papyrus-Siedlung. Die bekommt jetzt noch den Ziehbrunnen und natürlich die Basics, Feuerwache, Architekturbüro, Polizeiposten und eine Apotheke. Ja, warten wir bis hier entsprechend die ersten Siedler die Parzellen bewohnen. Ja, ich stelle gerade fest, ich war total verkehrt gebaut, weil hier können wir nur Gebäude mit Einmal-Ein-Felder errichten. Das heißt, diese Gebäude kommen hier hin. Das macht ja mehr Sinn. Die Apotheke kommt hier hin. So, und dann können wir hier nämlich Gebäude bauen, die mindestens 2x2 Felder groß sind. Ja, unsere Siedlung ist besiedelt. Wir fangen jetzt an mit der Papyrusproduktion. Wir bauen hier 2 Schilfsammelstellen. Baue ich hier auch nochmal eine Feuerwache auf. Das ist gut. Und dann bauen wir mal 4 Papyruswerkstätten. Ja, unsere Schilfsammler können jetzt erstmal diese Ressource hier abbauen. Später werden wir dann hier auch eine kleine Siedlung bauen, damit der Fährhafen besetzt ist und unsere Schilfsammler auch hier rüber können. Ja, ich glaube, hier können wir sogar noch einen Fischereihafen bauen. Ja, das passt. Dann kann hier doch ein Schrein hin, damit unsere kleine Siedlung auch etwas religiöse Zuwendung bekommt. Ja, und wir haben schon etwas Fisch im Silo. Errichten wir den Bazar. Und mit dem nächsten Bevölkerungsschub, den wir jetzt mit der Versorgung von Nahrungsmitteln bekommen, werden wir Brauereien und Webereien bauen. Ja, und die erste Ernte wird eingefahren mit Gerste und Flachs. Ja, unser Markt hat Fisch eingekauft und wir sehen hier, wie sich die Gebäude jetzt weiterentwickeln. Errichten wir unsere erste Handelsroute und zwar mit Timna. Timna kauft nämlich Bier, Leinen und Papyrus. Kostet allerdings auch 900 Deben. Wir werden im Minus sein, aber ich hoffe natürlich wieder auf einen kleinen Geldsegen vom Pharao. Eröffnen wir mal die Handelsroute und werden direkt Bier verkaufen, und zwar sämtliche Bestände, genauso wie bei Leinen und Papyrus. Ja, was kriege ich denn an Geld nochmal? Oh wow, da ist doch noch mal einiges an Deben, die wir bekommen haben. Ja, und wir sehen schon, wie der erste Papyrus in unserem Warenlager ist. Das heißt, wir können jetzt gut schon verkaufen. Die Leute verherrlichen mich wie ein Gott. Ja, das ist doch prima. Ja, hier ist unsere Handelskarawane. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Aus Timna. Und die können jetzt schön Papyrus kaufen. So, dann errichten wir unsere ersten Brauereien. 2 Stück.
Und wir errichten noch 2 Webereien. Ja, sehr gut. Ja, jetzt wo wir sehr gut Geld verdienen, errichte ich mein Festplatz direkt mit den entsprechenden Verschönerungen. Ja, das gefällt mir sehr gut. Es wird Zeit, dass wir ein Fest feiern, weil wir haben jetzt nur noch eine geringe Überschwemmung das nächste Jahr. Feiern wir ein Fest für Osiris. Ja, und ihr seht, die Entwicklung schreitet nur schleppend voran, weil die Nahrungsmittelversorgung doch langsam vonstatten geht. Ich errichte jetzt hier nochmal Fischerhäfen. Ja, ich habe das hier nochmal ein bisschen umgeändert und wir werden jetzt hier ein Warenlager errichten, weil ich werde nämlich die Handelsroute nach Mennefer eröffnen und wir werden etwas an Kichererbsen importieren, damit unsere Nahrungsmittelversorgung etwas besser ist, 800 Einheiten. Dann werden wir dieses Warenlager entsprechend für Kichererbsen einstellen. Und dann werden wir das Silo entsprechend einstellen. Die Hälfte kann an Kichererbsen befordert werden. So, Wild brauchen wir nicht und Feigen auch nicht. Und ich stelle gerade fest, dass ich jetzt hier den Basar auch noch einstellen muss. Den haben wir noch gar nicht eingestellt. So, und der kann jetzt Kichererbsen und Fisch einkaufen. Ja, unser erstes üppiges Fest. Sehr schön. Dann werden wir aber auch jetzt mal hier eine Jonglierschule bauen. Die kann hier hin. Ja, wir sehen, dass hier das Schilf schon abgeerntet ist und hier die Papyruswerkstätten halt kein Rohmaterial mehr haben. Jetzt wird Zeit, dass wir diesen Bereich hier auf der anderen Seite besiedeln. Dann bauen wir mal hier die Straße. Ja, und hier muss natürlich auch die Basics errichtet werden. Ja, und wenn das hier besiedelt ist, denke ich mir mal, können unsere Schilfsammler auch hier das große Vorkommen abernten. Das Baufeld unserer mittleren Masterbar ist schon fertig. Ja, das ist sehr schön, dass wir eine optimale Überschwemmung bekommen. Dankeschön. Aber wir haben noch keine Ziegel. Wir produzieren noch keine und importieren auch noch keine. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ein Experiment. Ich würde jetzt die Baufelder der kleinen Masterbars, und zwar der 2, schon hier entsprechend platzieren. Dann kann hier das Baufeld auch entsprechend schon hergestellt werden. Ja, und ich bin mal gespannt, ob eine Masterbar jetzt erstmal fertiggestellt wird oder an allen 3 mit dem Bau begonnen wird. Schauen wir mal, wenn wir die ersten Ziegel haben. Ja, und hier, die Parzellen sind schon besiedelt und wir sehen, wie unsere Schilfsammler fleißig hier entsprechend Schilf ernten und wir jetzt hier auch die Papyruswerkstätten in Betrieb haben. Ich glaube, ich baue noch eine. So, das ist gut. Der Pharao fordert 1100 Einheiten Bier. Okay, das werden wir jetzt mal hamstern. Ja, und wir haben einige Arbeitslose. Das heißt, wir können unsere Bierproduktion und unsere Leinenproduktion erweitern. Rohstoffe haben wir ja genug. Und ich beginne jetzt mal ein bisschen unser Wohngebiet zu verschönern mit Plätzen. Hier der innere Straßenzug, den werden wir jetzt mal hier ein bisschen verschönern. So, und dann kann man gucken, obwohl sich noch keine gepflasterte Straße entwickelt hat, kann man teilweise dann doch, hier sieht man das, einen Platz bauen. Jetzt ist es noch rot. Da geht es jetzt und hier
da ist es jetzt grün, obwohl noch keine gepflasterte Straße vorhanden ist. Und dann kann ich das bauen. Und so kann ich mich langsam hier die Verschönerungen weiterbauen. Hier geht es jetzt nicht mehr. Osiris ist unzufrieden. Ja gut, mit einem Tempel ist das natürlich auch verständlich. Hier unsere kleine Papyrus-Siedlung kann durchaus einen Tempel bekommen. Ach komm, bauen wir direkt 2. Das sollte Osiris milde stimmen. Ja, und hier könnten wir, glaube ich, noch einen Fischereihafen bauen. Ach nee, doch nicht. Aber hier. Das geht. Und dann müssten wir auch dringend Arztpraxen bauen. Also einmal hier eine Arztpraxis. Hier natürlich. Und in unserem Hauptwohngebiet. Ja, unsere Bürger verlangen nun Töpferware. Töpferware werde ich nicht selber herstellen, da wir den Ton für die Ziegelproduktion brauchen und den wir ja auch entsprechend importieren müssen. Ich werde jetzt einfach hier dieses Warenlager einstellen, dass es Geschirr annimmt, nicht viel. Und wir werden Geschirr importieren. Wir brauchen nicht viel, 400 Einheiten reicht. Ich denke mal, dass wir das mit unseren Exporten gut finanzieren können. Ja, und den Bazar werden wir natürlich entsprechend einstellen. Und dann kann jetzt unsere Entwicklung weitergehen. Ja, die Forderung kann erfüllt werden. Sehr gut. Das verschicken wir direkt und dann können wir Bier auch wieder verkaufen. Allerdings lassen wir jetzt mal 200 Einheiten im Lager. Ja, und wir sehen, wie unsere Entwicklung hier weitergeht. Geschirr ist jetzt bei unseren Bürgern angekommen. Und dann können wir auch jetzt entsprechend mit der steigenden Bevölkerungszahl unsere Ziegelproduktion beginnen. Dafür brauchen wir ein Warenlager für Ziegel. Und wir brauchen noch ein Warenlager, das jetzt hier hinkommt. So, und dieses Warenlager nimmt Stroh und Ton zu gleichen Teilen auf. Dafür müssen wir natürlich die Handelsroute mit Pervat-Jute eröffnen. Da können wir Stroh und Ton in großen Mengen kaufen. Und wir importieren jetzt immer 800 Einheiten. Ja, aber dafür brauchen wir einen Dock. Genau. Das errichten wir hier. So, und dann baue ich hier direkt eine Verschönerung noch hin. Ja, und wir bauen ein Konservatorium. Und dann können wir hier auch noch mal ein paar Schreine bauen. Ja, das ist doch sehr schön. So, ich errichte jetzt hier auch noch mal ein Arbeitslager. Ja, eine perfekte Überschwemmung, das passt ja gut, dass ich jetzt hier mein Arbeitslager baue, um hier diese Felder anzulegen. So, wir haben jetzt mal 4 Flachsfarmen und nur 2 Gerstenfarmen errichtet. Ich denke mir, dass wir prinzipiell mehr Leinen herstellen für den Export als Bier. Gut, das ist hier, glaube ich, alles soweit eingerichtet. Okay, hier brauche ich natürlich noch meine Sperre. Kommt mal da alle raus. Los. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir das Bier dem Pharao zur Verfügung gestellt haben. So, ich werde jetzt hier im Markt das Bier freigeben. Werde schon mal das Gericht bauen. Hier.
Ja, und mit der Entwicklung in unserem Wohngebiet werden wir dann die Ziegelproduktion starten. Ja, und wir haben ein Geschenk des Pharaos. 2100 Ziegel. Die nehmen wir natürlich gerne an. Super. Ja, dann brauchen wir natürlich jetzt, wo wir Ziegel haben, natürlich die Baugilden. Die passen doch wunderbar hier rein. Da brauchen wir direkt 2. Und dann kann der Bau der Masterbars schon beginnen. Wie weit sind die denn hier mit unseren Baufeldern? Jetzt muss also noch ein Baufeld einer kleinen Masterbar erstellt werden. Ja, und wir sehen, wie super sich hier unser Wohngebiet entwickelt hat. Wir sehen aber auch, dass hier die Fischereihäfen eine starke negative Auswirkung auf die Attraktivität hat. Wir versuchen mal jetzt hier diese noch etwas zu verbessern, indem wir jetzt hier noch ein paar Plätze bauen, wenn das funktioniert. Nee, leider nicht. Da werden wir wohl noch uns irgendwas einfallen lassen müssen. Ja, unsere Webereien brauchen jetzt ganz dringend neue Rohstoffe, aber die neue Ernte ist schon unterwegs. Und unsere Webereien und Brauereien werden versorgt. Sehr gut. Ja, und da sehen wir schon, wie die ersten Ziegelladungen zu unserer Masterbar-Baustelle transportiert werden. So, hier müssen allerdings auch noch Verschönerungen hin, damit sich das mal hier weiterentwickelt. Ja, unsere Ziegel sind schon fast alle abtransportiert. Jetzt müssen wir tatsächlich mal mit unserer eigenen Ziegelproduktion beginnen. Die werden wir hier etablieren. 5 Ziegeleien. Oh, uns ist ein Dock zusammengestürzt. Das ist nicht so gut. Okay, das sollten wir wieder aufbauen. Dann bauen wir mal direkt 2. Ja, ich stelle gerade fest, es sind gar nicht die Fischereihäfen, es ist das Dock, was so eine schlechte Auswirkung auf die Attraktivität hat. So, dann bauen wir hier auch eine Verschönerung. Sehr gut. Okay, dann muss hier aber noch ein Architekturbüro hin. Und dann bauen wir hier auch nochmal eine Feuerwache. Ja, und wir sehen, unser Silo füllt sich jetzt allmählich mit Fisch. Da werden wir jetzt auch mal ein Limit einstellen, damit wir noch ein bisschen Kichererbsen einlagern können. Ja, und der Pharao hat schon wieder eine Forderung nach Bier. 900 Einheiten. Das ist für uns, glaube ich, kein Problem mit unserer Bierproduktion hier, die ich, glaube ich, noch mal ein bisschen aufstocken werde. Nee, aufstocken können wir jetzt nichts. Da haben wir tatsächlich zu wenig Mitarbeiter. Ja, das müssen wir jetzt hier erstmal in den Griff kriegen. Ich ändere das hier nochmal alles komplett um. So, ich habe die Fischereihäfen jetzt hier komplett weggenommen. So, habe das jetzt mit den Gärten hier aufgehübscht. Dann sieht man schon, wie sich jetzt hier die gepflasterten Straßen entwickeln. So, jetzt können wir auch die Plätze bauen. So funktioniert's und so gefällt mir das auch. Ja, und wir werden jetzt mit der Besiedlung dieses Bereiches hier beginnen. So, unser zweites Stadtgebiet haben wir entsprechend aufgebaut. Wir werden wieder in gewohnter Weise nur die Längsseiten hier parzellieren, weil ich denke mal, dann haben wir unser Bevölkerungsziel auch schon erreicht. So, und dann bauen wir hier die Unterhaltungseinrichtungen, und zwar Musikpavillon und den Pavillon, der sich hier nicht errichten lassen möchte. Das ist ja interessant. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir das Bier zur Verfügung gestellt haben. Sehr schön. Aber ich bin mit meinem Pavillon hier noch beschäftigt, der sich nicht aufbauen will. Okay. Dann bauen wir den anders. So, dann eben so.
Dann Apotheke, Zisterne und die anderen entsprechenden Einrichtungen, die wir brauchen. Ja, den Tempel können wir auch direkt bauen hier. So. Ja, und jetzt möchte ich aber auch gerne mal den Dorfpalast errichtet haben. Der kommt hier hin. Und natürlich meinen persönlichen Wohnsitz. So, und dann brauchen wir natürlich auch im äußeren Bereich Feuerwache und Architekturbüro. Ja, und wir haben wieder ein Geschenk des Pharaos, 2400 Einheiten Ziegel. Das nehmen wir gerne an. Dankeschön. Ja, und mit dem Stadtpalast errichten wir hier unser Steuereintreiberbüro. Und dann kann auch jetzt hier die Zahnarztpraxis in diesem Stadtgebiet errichtet werden. So, ein paar Gärten noch. Und dann ist dieses Stadtgebiet voll. Was jetzt noch fehlt, sind die Tänzerinnen. So, dann bauen wir die Tanzschule mal hier in unserem neuen Stadtgebiet. Und dann können wir hier auch noch mal eine Jonglierschule und ein Konservatorium bauen. Sehr schön. Und dann bekommt ihr auch noch ein bisschen Verschönerung hier. Ja, wir versorgen unser neues Wohngebiet auch mal mit einem Bazar. Der kann hier hin. Den stellen wir jetzt erstmal nur auf Nahrungsmittel ein. Und dann soll sich das hier auch jetzt erstmal weiterentwickeln. Ja, und wir sehen, wir haben jede Menge Waren in unserem Lagerhäusern. Ich denke mal, wir werden nochmal eine Handelsroute eröffnen. Und zwar brauchen wir einmal nochmal Byblos, weil wir brauchen ja auch Holz für unsere Kriegsflotte. Das haben wir ja auch noch für den Pharao zu erledigen, eine kleine Kriegsflotte zu errichten. Dann werden wir das mal hier direkt eröffnen. So, und wir haben ja noch Perhabit, die auch jede Menge Leinen noch kaufen. Die werden wir auch direkt eröffnen. Ja, und Nub ist jetzt im Moment jetzt nicht ganz so wichtig, obwohl Nub verkauft uns Ziegel. Auch die wird eröffnet. Dann haben wir, glaube ich, auch alle Handelsrouten jetzt offen. Gut, dass wir 2 Docks jetzt errichtet haben. Ja, wieder eine hervorragende Überschwemmung. Osiris ist sehr zufrieden mit uns. Ja, 2000 Einwohner haben wir jetzt schon in unserer Stadt. Ja, natürlich sollten wir auch den Steuersatz auch mal entsprechend anheben, sonst können wir keine Steuern generieren. Ja, hier unser kleines Stadtgebiet entwickelt sich auch gut. Wir werden jetzt hier auch nochmal ein Silo errichten und die ersten Fischereihäfen hier bauen, damit wir hier auch eine bessere Nahrungsmittelversorgung haben. Ja, und wir sollen ja auch noch eine kleine Kriegsflotte aufbauen für den Pharao. Da würde ich jetzt mal hier 2 Kriegshäfen aufbauen. Ich glaube, das sollte aber reichen. Und dann müssen wir natürlich noch Holz importieren. So, 200 Einheiten sollten reichen. Ja, und dieses Warenlager kann dann das Holz auch annehmen. Ja, und hier hoffe ich auch, dass sich jetzt die Nahrungsmittelversorgung verbessert. Auch hier können wir ein paar Verschönerungen durchführen. Ja, und die nächste Forderung vom Pharao, 900 Einheiten Bier. Das sollte kein Problem für uns sein. Ja, und wir haben auch schon unsere beiden Kriegsschiffe hier. Ja, und wenn ich hier sehe, wie viele Schiffe hier auf die Abfertigung warten, denke ich mir mal, werde ich auf
dieser Seite ja auch noch einen Dock bauen müssen. Das ging doch recht schnell mit der Forderung. Dann können wir das auch direkt versenden. Da werden wohl die nächsten Ziegel fällig sein. Ich hoffe es zumindest. Ja, die Nahrungsmittelversorgung ist im Moment ein bisschen wenig hier. Ja, ich baue jetzt hier noch ein paar Fischerhäfen auf. Ja, unsere Königreichwertung steigt, da wir die 900 Einheiten Bier zur Verfügung gestellt haben. Wie hoch ist die denn jetzt mittlerweile? Ja, bei 83. Ja, und wir sehen, dass wir alle Wertungen außer die Monumentwertung erreicht haben. Ja, und die 2500 Einwohner in unserer Stadt haben wir auch fast erreicht. Ja, finanziell sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Schauen wir mal in die Finanzen. Und da sehen wir, dass wir eine positive Bilanz haben. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, wie ich erhofft habe, wieder ein Geschenk des Pharaos, 2200 Ziegel, nehmen wir an. Vielen Dank. Ja, und auf unserer Mastaba-Baustelle ist schon einiges passiert. Es wird also nicht eine Masterbar zu Ende errichtet, sondern per Zufall an unterschiedlichen Masterbars gearbeitet. Ja, und die Nahrungsversorgung hat sich jetzt hier auch verbessert. Ja, was haben wir hier? Unwetter. Ein Sturm sorgt dafür, dass unsere Kaufleute über die Wasserwege erst einige Monate später wieder unsere Stadt erreichen. Na ja, gut. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Okay, hier sieht es auch sehr gut aus. Wir werden jetzt mal diesen Bazar anweisen, auch Geschirr zu kaufen. Ich verschönere das jetzt mal hier noch. Ja gut, dann könnt ihr jetzt hier auch Bier einkaufen. Dann haben wir hier die Entwicklung auch vollständig. Ja, das ist ja was ganz Neues. Eine Lohnerhöhung erfreut die Arbeiter. Gut, da wollen wir natürlich dem nichts nachstehen und werden bei unserem Arbeitsberater mal das erhöhen. 35 geben, okay, dann kriegt ihr 36. Unsere Entwicklung geht im zweiten Stadtgebiet jetzt weiter. Ich baue jetzt hier noch das Gericht. Und dann können wir hier noch ein paar Schreine errichten. Und ich stelle fest, dass ich keinen Platz für meine Schreibschule habe. Irgendwie habe ich mich dann hier wohl verzählt. Das ist aber auch nicht ganz so tragisch, weil wir haben die 2500 Einwohner schon erreicht. Und ich denke mir mal, wir brauchen dieses Stadtgebiet nicht weiter auszubauen. Ich werde jetzt hier noch ein Arbeitslager noch errichten. Wir werden dann hier in diesem Bereich auch nochmal Felder bauen. So, das reicht. Sperre kann hier hin. Dann bauen wir jetzt hier noch 2 Warenlager. Dieses Warenlager ist für die Rohstoffe Flachs und Gerste, jeweils zur Hälfte. Und dieses Warenlager ist für Leinen und Bier auch jeweils zur Hälfte. Denn ich werde jetzt hier noch eine Brauerei und eine Weberei bauen. So, dann haben wir hier nochmal einen kleinen Bereich, wo wir auch Leinen und Bier produzieren. Ja, und wir sehen, das Silo hier ist komplett voll. Ja, nicht mehr. Unsere Marktfrau war gerade einkaufen. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich jetzt eine Überproduktion von Fisch haben, den wir dann später durchaus auch exportieren können. Ja, wir verdienen wirklich ziemlich gut. Ich würde jetzt Folgendes mal schauen. Und zwar würde ich gerne jetzt Ziegel importieren, damit unser Bau an den Masterbars schneller vorangeht. Und zwar 1000 Einheiten. Schauen wir mal, ob wir das so finanzieren können. Ja, der Bau unserer Masterbars schreitet voran. Wir schauen mal. Also die noch nicht begonnene Masterbar benötigt 12.800 Einheiten. Das ist dann insgesamt 32 Ladungen. Ja, unsere große Masterbar benötigt noch, wenn jetzt die eine Steinreihe hier
mit 2 Ladungen fertiggestellt ist, noch 12.800 Ziegel, also 32 Ladungen. Ja, und unsere kleine Masterbar benötigt insgesamt noch 8.800 Ziegeln, also 22 Ladungen. Jede Menge an Baumaterial, was wir hier noch verbauen müssen. Ja, und wieder eine optimale Überschwemmung, das ist sehr gut. Ja, Osiris ist auch sehr angetan. Oh, da können wir doch mal ein Fest nochmal feiern. Ja, und ein Blick auf die Wertung zeigt, dass wir tatsächlich alle Wertungen außer die Monumentwertung erreicht haben und auch das Bevölkerungsziel. Ja, und dann warten wir mal, dass unsere Masterbars fertiggestellt werden. Der Pharao hat eine weitere Forderung, 800 Einheiten Bier. Die hamstern wir schnell. Ja, die Forderung kann erfüllt werden, das ging jetzt doch recht zügig. So, und dann können wir Bier auch wieder nutzen. Ja, und eine Segnung von Osiris, sehr gut. Ja, wir haben ja ein Problem, dass dieses Silo nicht besetzt ist. Das ist natürlich doof. Na gut, dann werde ich jetzt hier mal 2 Parzellen ausweisen und einen Ziehbrunnen bauen. Dann benötigen wir aber hier auch noch eine Polizei. Ja, Problem gelöst. Silo ist wieder in Betrieb. Gut. Ja, unsere Königreichswertung steigt, da wir das Bier wieder zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht sind auch wieder ein paar Ziegel als Geschenk drinnen. Ja, wie ich gehofft habe, ein Geschenk des Pharaos, 2000 Ziegel, nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Ja, und wir sehen, wie eine Ziegelladung nach der anderen zu unserer Masterbar gebracht wird. Ja, wir haben Dezember und wir können sehen, dass wir trotz unserer Importe von Ziegel eine positive Stadtbilanz haben. Ja, dann können wir den Import auch erstmal so lassen. Eine weitere Forderung des Pharaos nach 1000 Einheiten Bier. In gewohnter Weise hamstern. Aber wir haben 600 Einheiten im Lager. Ich denke mir mal, das geht jetzt schnell. Ja, und nun haben wir einen verbesserten Handel mit Timna, die mehr Bier kaufen werden. Sehr gut. Ja, und die Forderung kann erfüllt werden. Das dachte ich mir, dass das schnell geht. So, und das verschicken wir sofort und das Bier können wir dann wieder nutzen. Ja, und wir haben wieder ein Geschenk des Pharaos, da wir das Bier zur Verfügung gestellt haben. 2400 Ziegel. Super, vielen Dank. Ja, nun fordert Noob 1800 Einheiten Fisch. Okay, weil eine Hungersnot herrscht. Ja, und ich glaube, unsere große Masterbar ist fertiggestellt worden. Jawohl, die erste Masterbar ist fertig. Naja, 2 müssen jetzt noch fertiggestellt werden. Wobei die kleine Masterbar jetzt nur noch 4 Ladungen Ziegel benötigt. Dann ist auch diese fertig. Aber mit der dritten ist noch gar nicht angefangen worden. Dieses Lagerhaus werden wir jetzt für Fisch annehmen lassen. Und werden jetzt Fisch hamstern. Ich glaube aber, dass der Fisch schnell zur Verfügung stehen müsste. Ja, ich denke, wir haben eine leichte Überproduktion von Flachs und dafür keine Gerste mehr. Ich werde gleich mal ein Feld oder 2 Felder umwidmen in Gerstenfelder. Ja, wie ich erwartet habe, das ging sehr schnell mit dem Fisch. Stellen wir ganz schnell zur Verfügung und den Fisch ganz schnell auch wieder nutzen. Ja, und die letzte Steinladung für diese Masterbar wird gerade angeliefert. Wunderbar, auch die zweite Masterbar ist fertig. Ja, warten wir jetzt, bis die dritte Masterbar
fertiggestellt ist. Und dann denke ich mir mal, haben wir diese Kampagne geschafft. Ja, wir haben jede Menge Fisch hier im Warenlager. Den können wir doch jetzt auch entsprechend verkaufen. In den Silos ist ja mehr als genug. Ja, unsere Königreichswertung steigt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch steigen kann, weil wir den Fisch ja entsprechend zur Verfügung gestellt haben. Ja, wie erwartet ist sie bei 100, also höher geht sie wirklich nicht mehr. Ja, und wieder fordert der Pharao Bier, 1000 Einheiten. Ja, und wir bekommen ein Geschenk vom Pharao, dass wir den Fisch nach Nub geliefert haben, 2200 Ziegel. Ja, das nehmen wir an. Dankeschön. Meine Güte, jetzt müssen wir es mit dem Bier noch regeln. Das werde ich aber jetzt anders machen. Ich werde den Bier jetzt tatsächlich importieren. Wir haben so viel Geld. Ja, das Bier können wir jetzt sofort verschicken. Sehr gut. Und dann können wir Bier auch wieder exportieren. Wir nähern uns ein wenig dem Ende unserer Kampagne. Die dritte Masterbar benötigt nur noch 4 Ladungen zur Vollendung. Ich habe mittlerweile auch schon den Import von Ziegeln gestoppt, weil wir hier schon 1600 Ziegel im Lager haben. Ich habe hier nochmal ein Arbeitslager errichtet, damit der Ziegeltransport schneller vonstatten geht. Die letzten Steinladungen werden zu unserer letzten Masterbar transportiert. Und wir schauen uns die Stadt noch mal kurz an, bevor wir die Monumentwertung erreicht haben. Hier haben wir begonnen mit diesem Wohngebiet und hier die großen Produktionsstätten für Leinen und Bier. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite unsere Ziegelproduktion. Hier unsere Papyrusproduktion mit der kleinen Siedlung dafür und hier der Zugang auf der anderen Seite des Nil zu unseren Schilfvorkommen und den Flächen im fruchtbaren Nilschlamm. Hier unsere zweite Wohnsiedlung mit der kleinen Kriegsflotte und jede Menge Fischereihäfen. Und hier die Nekropole mit unseren 3 errichteten Masterbars. Da sehen wir die letzte Steinladung für unsere Masterbar, die nun fertiggestellt wird. Somit haben wir jetzt alle 3 Masterbars vollendet und mit dem Erreichen unserer Monumentwertung beenden wir diese Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben Abidu ausgebaut und die Nekropole mit 3 Masterbars erweitert und wir schauen mal, wie es weitergeht. Der Pharao erfreut sich an ihren Leistungen. Sie haben alle Möglichkeiten ausgenutzt, die Fluss und Meer bieten und unsere Grenzen mit einer kleinen, aber starken Schiffsflotte verteidigt. Außerdem haben sie dem Adel Ehre erwiesen, indem sie ihm schöne Grabmale errichtet haben. Ja, mit dieser Kampagne beenden wir das Zeitalter der frühdynastischen Zeit und werden ein neues Zeitalter bestreiten. Schauen wir mal, was uns für ein Zeitalter erwartet. Es ist die Ära des Alten Reiches. Und mit Beginn dieser Epoche müssen wir 2 Kampagnen bestreiten. Die Oase Selime, Sicherung der Karawanenstraßen, eine Militärkampagne, oder Abu oder Elephantin, Schaffung neuen Reichtums, eine Wirtschaftskampagne. Ich freue mich, wenn ihr zum Beginn einer neuen Zeitepoche im alten Ägypten mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.